Video ist Teil eines Lernkurses für Fachkräfte im Bereich der psychischen Gesundheit, welcher zum Erwerb von Fähigkeiten in der Online-Fernberatung helfen soll. Ich darf heute mit Jasmin Kumpic ein Interview führen, wo wir uns Tipps und Tricks für die Arbeitswelt in einem remoten Setting einholen dürfen. Frau Kumpic, darf ich Sie bitten, dass Sie sich kurz vorstellen? Gerne. Ja, mein Name ist Jasmin Kumpic. Ich bin psychosoziale Beraterin in eigener Praxis, die sich in Verbindung nennt, und ich begleite eben Menschen in schwierigen Lebenssituationen, bei Veränderungen, dass sie wieder zu mehr Freude, Leichtigkeit und Verbundenheit finden, und das eben hier in meiner Praxis in Graz Umgebung vor Ort, in der umliegenden Natur und eben auch online. Sehr schön, danke schön. Beratung aus der Ferne ist schon längere Zeit auch im psychosozialen Kontext auch ein Wort. Hier in Österreich gibt es zum Beispiel Rat auf Draht schon seit langem. Das ist ein Telefon, wo über die Ferne Beratungen angeboten werden. Jetzt kam Covid-19, die Corona-Pandemie, und da ist das remote Setting nochmal ein ganz anderes geworden. Jetzt wollte ich Sie fragen, wie haben Sie denn das erfahren, beziehungsweise wie haben Sie gestartet, um in einem Online-Setting arbeiten zu können? Also ich muss sagen, ich habe den Start, also es war mitten in Corona, und ich muss sagen, ich habe den Start jetzt gar nicht als so holprig erlebt, weil ich eben das Gefühl habe, dass Menschen, oder auch vor allem durch Corona, dadurch, dass mehr Homeoffice möglich ist, dass die Menschen mit diesen Strukturen schon immer mehr vertraut sind mit diesem Online-Setting, und daher war es in den meisten Fällen gar nicht so schwierig, quasi dieses Online-Setting aufzubauen. Und natürlich sind da einige Überlegungen, vor allem wie man das Setting gestaltet, welche Tools man verwendet, wie man zu Klienten kommt. Das sind so erste Überlegungen, aber wenn diese mal getroffen sind, habe ich das Gefühl, ist das recht schnell und einfach durchzuführen eigentlich, ja. Welche Erfahrungen haben Sie bisher gemacht mit dem Arbeiten bzw. dem Erstellen von Strukturen, dass die Beratung gut funktioniert? Also ich erlebe es so, dass es eben wichtig ist, dass man sich vor allem diese ganzen organisatorischen Abläufe, dass man sich die einfach gut überlegt. Das heißt, zum einen natürlich, wie komme ich zu Klienten, dann wie läuft es mit der Terminvereinbarung, also verwendet er vielleicht ein Terminbuchungstool, und auch zum Beispiel ich schicke eine Beratungsvereinbarung aus, einfach zwecks Datenschutz, AGB, also halt dieses ganze Standardprozedere. Aber wie mache ich das? Weil für viele Menschen ist es eine Herausforderung, das zu unterschreiben online. Das heißt, da gibt es auch wieder Tools, die das erleichtern können. Also dass man sich einfach so einen guten Rahmen schafft, und ganz zentral ist natürlich da das Videokonferenztool, was man eben dafür verwendet. Und dass man sich selbst eben ein gutes Setting aufbaut, in dem man sich wohlfühlt und wo sich dann auch der Klient oder die Klientin wohlfühlen kann. Genau. Inwiefern haben Sie da Möglichkeiten, das Setting von dem Klienten bzw. der Klientin zu verändern? Was können Sie tun im Vorfeld, damit ein schöner Rahmen da oder ein angenehmer Rahmen geschaffen wird? Genau, also da sprechen Sie eigentlich gerade eine große Herausforderung an, weil wir natürlich nur zu einem bestimmten Grad Einfluss darauf nehmen können, wie das Setting vom Klienten oder der Klientin eben ist. Aber was mir persönlich sehr geholfen hat, also ich schicke Informationen per Mail aus, also ich gebe ganz detaillierte Informationen, was eben wichtig ist, also wie eine Beratung abläuft, auf was die Klienten schauen sollen. Also ich schreibe wirklich dazu Dinge wie stabile Internetverbindung ist total wichtig, dass sie ihr Equipment checken, also funktioniert mein Ton, funktioniert meine Kamera. Also ich sage schon immer dazu, dass es wichtig ist, vielleicht auch mit Video das durchzuführen, dass man einen Raum hat, wo man sich zurückziehen kann, weil eben Privatsphäre ist im Online-Setting auf Klientenseite auch oft ein Thema, dass man keinen Raum hat, wo man sich zurückziehen kann. Und ich gebe auch vorab Informationen über das Tool, was wir verwenden, einfach falls irgendwas herunterzuladen ist, dass die das im Vorfeld schon machen können und dass man dann wirklich eben gleich losstarten kann mit der ersten Einheit. Das heißt, eine Herausforderung sind die Vorbereitungen, dass die gut
passieren, beziehungsweise der Klient, die Klientin und auch sie selbst gut vorbereitet sind. Welche anderen Herausforderungen gibt es noch, auf die man achten müsste? Dieses Setting, zum einen auf Klientenseite, aber natürlich, dass das eigene Setting einwandfrei funktioniert, ist ganz wichtig. Also dass man eben Abläufe checkt, also wirklich dieses organisatorische rundherum, dass das funktioniert, dass man natürlich das eigene Equipment, dass das funktioniert, dass man da wirklich investiert in vielleicht eine Kamera, ein Mikrofon, eine gute Internetverbindung, das ist halt wirklich zentral. Genau, also das ist ganz wichtig. Und ich würde eben auch immer drauf schauen, kommt natürlich drauf, oder halt generell, dass man sich schon vielleicht wirklich so eine Beratungsvereinbarung ausfüllen lässt, einfach, dass man weiß, mit wem spreche ich da, wo befindet sich die Person, falls man halt wirklich in einen Akutfall kommt, dass man so ein bisschen eine Ahnung hat, wo sich die Person vielleicht befindet auch. Es waren jetzt auch schon ganz viele Tipps und Tricks dabei, wie man Herausforderungen gehen kann. Das heißt, die Vorbereitung ist bei Ihnen das A und O im Sinne von den Raum schaffen auf beiden Seiten und gleichzeitig aber auch das organisatorische Setting. Genau, also das empfinde ich als ganz wichtig und natürlich eben in der Beratung dann selbst, dass man eben vielleicht nur verstärkt, nur mehr immer abgleicht. Das, was ich jetzt erlebe, ist das auch beim Klienten so, weil natürlich dieser eine Sinneseindruck, den man vor Ort hätte, der fehlt eben, dass man da vielleicht einfach mehr Augenmerk drauf liegt, dass man da vielleicht mehr nachfragt und abgleicht. Und auch ganz wichtig, dass man sich eben in den Interventionen irgendwo nicht beschneiden lässt, also dass man nicht das Gefühl hat, okay, weil es jetzt online ist, können wir nur aufs Gespräch gehen, sondern es sind trotzdem ganz viele andere Ebenen auch möglich und je nachdem, mit welchen Interventionen man arbeitet, dass man da auch der eigenen Kreativität freien Lauf lässt. Das heißt, es ist sehr viel online möglich, sei es Achtsamkeitstechniken oder Visualisierung oder körperorientierte Übungen oder mit was man auch immer arbeitet, dass man da trotzdem für den Klienten oder für die Klientin eine ganzheitliche Erfahrung schafft, auch wenn es online ist. Genau. Sehr spannender Input. Vielen herzlichen Dank, Frau Kumpic, und Ihnen wünschen wir noch viel Erfolg und viel Freude mit dem Lehrmaterial.